Guck, das sind offiziell vom FBI. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Sei kritisch, ihr wisst Bescheid. Folge Nummer 2. Heute mit Pizzagate. Also der Pizzagate-Skandal, den wir letzte Woche kurz angeschnitten hatten mit Christoph Metzelder. Da war das ja ganz interessant, wenn ihr das geschaut habt. Wenn ihr das noch nicht geschaut habt, schaut euch das an. Wenn ihr es geschaut habt, dann wisst ihr, da gab es ja diese kuriose Pizza-Highlight, ne? Darüber hatten wir ja gesprochen, dass das ein Codewort war damals für ein Petro-Netzwerk. Ja, dieses werden wir uns heute auf jeden Fall anschauen. Dazu habe ich eine kleine Einleitung geschrieben, und zwar also Pizzagate. Durch die Enthüllungsplattform WikiLeaks wurden 2006 fragwürdige E-Mails entdeckt, die eine Codesprache beinhalteten, die zu der gleichen Zeit von hochgenommenen Petro-Netzwerken benutzt worden sind. Codewörter wie Pizza, Käse, Hotdogs, Pasta und verschiedenen Farben, welche überhaupt nicht zum Thema passten, hatten sich bemerkbar gemacht. War alles nur eine ausgedachte Verschwörungstheorie? Oder gibt es handfeste Beweise? Einige der wichtigsten Menschen auf der politischen Ebene doch ein Teil einer großen Verschwörung sind. Finden wir es heraus. Welche politischen Ebene meine ich? Da haben wir auf jeden Fall heute John und Tony Podesta. Der ist sehr, sehr interessant. Ich erinnere mich noch zurück, als meine Schwester gesagt hatte, wegen den Madeleine McCain-Vorfall, als sie spurlos verschwunden ist, dass man da einen deutschen Mittäter da gefunden hatte, der irgendwie in der Nähe gewohnt. Da habe ich schon gesagt, das ist Bullshit. Das ist die offizielle Version. Die unoffizielle Version war, dass Tony und John Podesta, die wir heute in diesem Teil kennenlernen werden, dass deren Ferienwohnung nicht allzu weit weg war von den McCains. So, dann werden wir John Alefantis kennenlernen. Den hatten wir ja schon in der letzten Folge angeschnitten. Das war der Besitzer von Komet Pizza. Und Hillary Clinton kennen wir alle, die Clinton Foundation und so. Das sind auf jeden Fall die Leute, die E-Mails verfasst haben oder E-Mails bekommen haben. Und da gehen wir auch direkt rein. Also, Pizzagate 2006. Damals enthüllt wurde Pizzagate durch den WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Wenn ihr euch erinnert, der war ja derjenige, der in ein Konsulat fliehen musste, weil er überall gesucht worden ist. Und den hat man ja damals beschuldigt, dass er FBI- und CIA-Dokumente da enthüllt hatte, wo unter anderem auch zum Beispiel das Thema aufgeschlagen worden ist, dass die Amerikaner damals nicht ohne richtige Beweise und auch ohne richtige Gründe in den Irak und in Afghanistan einmarschiert sind, genau, und in Irak zum Beispiel, dass da Massenvernichtungswaffen gab, die man aber am Ende überhaupt nicht gefunden hatte und weil sie auch überhaupt nicht gab. So, also diese Massenvernichtungswaffenlüge zum Beispiel, da waren auf jeden Fall ein paar Sachen, die er geleakt hatte, aber gleichzeitig hat er halt auch diese Pizzagate-Skandale geleakt. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Grund, warum man ihn dann auf die Fahndungsliste gesetzt hatte. So, weil mit diesem Pizzagate-Skandal ist ja ziemlich viel ans Licht gekommen. Ob man das heute glaubt oder nicht, am Ende des Tages ist das alles eine Theorie. Komischerweise sind die meisten Theorien ja immer wahr oder sind wahr geworden, ne? Das ist Fakto Fakt. Aber naja, ne, um auf dieser Plattform zu bleiben, sage ich mal, am Ende des Tages ist es jetzt nur meine Theorie. Hahaha. Pizzagate Part 1. Also dazu habe ich ein Blatt. Pizzagate ist ein Ermittlungszweig, der aus einer der Podesta-Mails abgeleitet wurde, enthüllt von WikiLeaks und im Zusammenhang mit dem Spirit Cooking Zeug, in dem einige Anon ein seltsames Codewort bemerken, habe ich euch erzählt. Spirit Cooking ist eigentlich so eine kleine Gruppierung gewesen von Marina Abramovic. Das ist so die Satan, Zio, Okkult, Frau schlechthin. Also die ruft man, wenn man so eine Veranstaltung planen möchte. Das ist auch die Verrückte. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal auf YouTube geben oder auf Odyssey einfach mal Marina Abramovic eingeben und dann zu dem ganzen Spirit Cooking Thema. Das ist auf jeden Fall halt auch nochmal so ein Zweig. Ne? Wir sind gerade dabei, wirklich in so einen Kaninchenbau zu gehen. Da gehen die Zweige wirklich in alle Richtungen und am Ende des Tages führen alle Wege nach Rom oder ne, zu Rom. Die Nachrichten in diesen Mails waren kryptisch und keine normale Art, wie Menschen beziehen sich auf ihr Essen, was sie zu misstrauisch gemacht hat.
um es zu bestehen oder zu wegzuwerfen. Deshalb haben die Anons alles gesammelt, Verbindungen gefunden und dann haben die halt dieses ganze Pizzagate hochgehen lassen. Ne? Das war so ein 4chan und was weiß ich, das war das Thema Nummer 1, wirklich. Und Quelle gibt's auf Wikileaks, kann man alles lesen zu den Podesta-Mails. So, warum sind diese Podesta-Mails so wichtig? Ich kann euch mal eine vorlesen und dann könnt ihr mal darüber selbst nachdenken, okay? Also hier haben wir zum Beispiel eine von James Alefantis, das ist der Besitzer von Komet Pizza, wie ihr sehen könnt. Und das ging an Podesta. So, wer sind die Podesta-Brüder? Als Hillary Clinton Präsidentin werden wollte, dann macht man meistens immer so Wahlkampagnen, wisst ihr? Und die beiden Chefs der Wahlkampagnen waren halt diese Podesta-Brüder und die hat man halt richtig viel Geld gegeben, dass die halt Wählerschaften organisieren und was weiß ich, ne? Genau, die finanzieren dann halt diese Wahlkampagnen und haben auch wirklich erfolgreiche und kennen wirklich viele erfolgreiche Leute und sind wirklich tief verstrickt in diesen ganzen Stuff, ne? Hallo. Einige junge Freunde vom Typ Anwalt von mir veranstalten eine Obama-Show, Spendenaktion bei Komet Ping Pong. Am Donnerstagabend und dann das Anschauen der Debatte. Sollten ungefähr 150 Leute sein und sie ziehen zwischen 25 und 35.000 Dollar ein. Wären Sie bereit, gegen 8 Uhr vorbeizuschauen? Wir wären auf jeden Fall, wir würden uns darüber freuen, dich hier zu haben. Ich verstehe, wenn du nicht verfügbar bist. Was machen wir danach? Möchten Sie bei mir zu Abend essen? Groß oder klein? Was meinst du? Bis bald. So, das sind jetzt die übersetzten und eigentlich sind diese Politics und Pros, das ist in gelb markiert und groß und klein ist gelb markiert worden. So, dieses gelb markierte bedeutet eigentlich, dass das so ein bisschen komisch war, sage ich mal, ne? Da hatten die Anons halt schon ein Auge drauf geworfen. So, dann gibt es hier zum Beispiel, was auch eine interessante E-Mail gewesen ist zum Beispiel von John Podesta an Sandra Sandler, glaube ich, heißt die. Die arbeitet auch in so einer politischen Organisation irgendwo mit Hillary Clinton zusammen und sie war auch in der Rockefeller-Schmiede. Er hat zu ihr geschrieben, hast du ein Taschentuch vergessen? Es gehört mir, aber es lohnt sich nicht, sich Sorgen zu machen. Hallo John, der Makler hat ein Taschentuch gefunden. Ich glaube, es hat eine Karte, die Pizza bezogen scheint. Ist es deins? Sie können es senden, wenn Sie wollen. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, also zögere Sie nicht zu antworten, wenn es Ihnen gehört oder nicht. So, und guck mal, in dieser E-Mail steht, es ist ein Taschentuch, aber irgendwie ist das Taschentuch eine Karte und hat was mit Pizza zu tun. Also wenn diese beiden darüber schon schreiben, dann kann man definitiv davon ausgehen, dass da irgendwas faul ist. So, wisst ihr, was ich meine? Da ist irgendwas Faules dran an der ganzen Sache. Die wichtigste E-Mail ist dann auch wieder von Herbert Sandler, das ist von Sandra Sandler, der Mann. Mary und John Podesta. Übersetzt heißt das einfach so viel wie, ey, wir hatten richtig viel Spaß und es war schön. Dankeschön für die Box, die du mir geschenkt hast. Ich war wirklich fasziniert. Eigentlich hatte ich ja Pasta und eine wundervolle Soße bestellt gehabt, aber du hast mir eine mit Cheese gegeben, also eine mit Käse gegeben. Yummy. Und da ist halt auch wieder dieses Codewort, was ich euch am Anfang gesagt hatte. Pasta, Soße, Cheese, das waren alles Codewörter halt für diese Prostitution und alles, ne? Also Cheese war für Mädchen, Hotdog für Jungs und Soße bedeutet Samen, ne? Also Sperma bedeutet Soße. So, und wenn man sich dann diese E-Mails durchliest, dann denkt man sich so, boah, eigentlich ist das schon verrückt. Also wenn die so in diese Codesprache geredet haben, dann wissen wir ganz genau, was eigentlich auf diesen ganzen, in diesen ganzen E-Mails, um was es eigentlich geht. So, und das ist nicht mal sehr weit hergeholt. Gerade jetzt so zu der Zeit, wo wir jetzt das mit Didi mitbekommen haben oder mit Epsteins ganzen Liste und was die dort alles gemacht haben. Das ist alles nur ein kleiner Teil von so einem großen Netzwerk, was wir normalen Bürger nicht verstehen, wenn wir 8 Stunden arbeiten gehen, dann kommen wir nach Hause, gehen zum Fitness, machen dies, machen das und am Ende des Tages schlafen wir. Also wenn wir nicht diesen
dieses aufmerksame Leben führen, um wirklich wissen zu wollen, so was geht eigentlich wirklich auf diesem Planeten ab, was weiß ich alles nicht und was passiert hinter unserem Rücken oder was passiert hinter geschlossenen Türen und vor allem sind es eigentlich Dinge, die uns allen was angeht. Wisst ihr, was ich meine? Es geht uns was an. Es geht um den Schutz der Kinder. Es geht aber auch um, was weiß ich, um eine Gruppierung, die einen dicken Fick auf dich und mich gibt. Oder auf unsere Kinder. Oder auf unser soziales Leben. Seht ihr das? Das sind offizielle. Ich muss gucken, ob das jetzt mit dem Dings. Ja, guck, das sind offiziell vom FBI eine Bestätigung dafür, dass diese Codewörter gefunden worden sind und was sie sogar heißen. Das ist offiziell. Also wenn die FBI schon diese Dinge aussagt, wisst ihr, oder dass die FBI selbst ein Auge drauf geworfen hat auf diese Dinge, dann sollten wir wirklich darüber nachdenken, ey, vielleicht muss ich die Sachen wirklich in Erfahrung bringen. Guck mal, da haben wir nämlich, das sind die Codewörter. So, wenn du zurück in die E-Mails gehst und dann die Codewörter anschaust, was die da alles benutzen haben und auch diese wir werden gleich in das Komet Pizza, das ist von Joe Alefantis, das war ja der Gründer von Komet Pizza und der erste, der hochgenommen worden ist im Pizzagate-Skandal. So, und wenn wir gleich seine Flyer anschauen, dann merkt ihr das. So, diese Farben bedeuten SM, Anal, Oral, Scat, bla 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 bla. Das sind die Farben. So, und das sind die Logos von der letzten Folge. Boylove ist dieses blaue, dann haben wir das pinke Langnese-Zeichen. Ey, Langnese-Zeichen. Also, selbst das FBI kennt die Sachen schon. Und selbst dieses Boy-Logo, Boylover-Logo, davon gibt es sogar, Dings hier, sogar Schmuck. Also, ihr könnt auch in Musikvideos schauen von Rihanna oder was weiß ich, Beyoncé. Ihr werdet 100 Milliarden Prozent diese Dings finden, diese Symbole. Ah, aber jetzt könnte jemand sagen, ja, aber das ist so weit her, gut, das muss es ja nicht bedeuten. Ja, aber für uns muss es nicht bedeuten. Aber wenn du bei diesen Leuten schon unter Vertrag bist, diejenigen sind, die das Musikvideo planen, und die bauen diese Symbole ein, dann kannst du zu 100% sicher davon ausgehen, dass das gewollt ist, dass die Sachen da reinkommen. Und dann weißt du auch, für was dieser Musiker steht. So funktioniert nur dieses System, was die sich aufgebaut haben. Ich hatte euch ja am Anfang erzählt gehabt über diesen James Alefantis und über sein Komet Pizza, ne? Das war ja die erste Pizzeria, die hochgenommen worden ist. Schaut euch mal das Logo von Komet Pizza an. Wir haben gerade in Erfahrung gebracht, für was die Farben standen, also für welche Art von Fetisch oder für was weiß ich. So, hellblau, hellgrün, gelb und pink. Das ist ein Logo extra für diejenigen gemacht, die das ganze System verstehen. Und dann kommen diese Leute und bestellen sich dann Pizza oder Hotdogs oder Pizza mit Soße. Zweitens, warum ist diese Pizzeria so wichtig? Weil die Pizzeria wurde immer in den E-Mails genannt von diesem Podestas oder von dieser Sarah Sandler und was weiß ich, wie die alle hießen. Das war der Treffpunkt, das war der Ort des Geschehens. Wir gehen gleich mal richtig rein, so, was da noch alles so stattgefunden hat, auch diese ganzen Backrooms, das ist nämlich krass, das ist verrückt. Ich habe euch von den legendären Flyern erzählt oder von den Facebook-Posts, die James Alefantis von Komet Pizza immer gepostet hatte oder die Flyer, die er verteilt hat, ne, für die Pizza-Partys, so, hahaha, für seinen Laden. Lasst euch mal, lasst auf euch mal die Flyer wirken, okay? Und gleich reden wir darüber. Schaut euch das an. Das ist eine Pizzeria. Für allen Alters, wie hier steht, All Ages, $12 um 9 p.m., um 21 Uhr kommt ihr alle rein. Wir haben auch DJs, Coop Savage, and the Snipes, Sex Stains, weißt du, was ich meine? Sex Stains. Oder Flashes, Post, Pink, Puffy Pieces, Welcome to the Island of Teenage Heartbreak. Dann haben wir hier Yeah, Briefing, Eddie, Sidewig oder Sedgwick. Das sind doch keine. Ah, guck mal, Langnese-Zeichen, ne? Das ist wichtig. Cinema Hearts, Walkabout, Young Scum, also junger Dreck. Und jetzt überlegt euch mal, mit dem Hintergrundwissen, was wir uns jetzt angeeignet haben, okay? Die verschiedenen Farben, die verschiedene Symbolik, was weiß ich.
Das ist doch kein normaler Flyer für normale Menschen. Keiner geht in eine Pizzeria, weil da steht Sex Stains. Oder weil die Flyer so faszinierend aussehen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach eine Codesprache. Hier haben wir immer verschiedene Farben. Immer verschiedene Farben. Als würde man sagen wollen, ey, heute haben wir das und das im Aufgebot. Heute könnt ihr die und die Kinder kennenlernen und was weiß ich. Guck mal, das ist meine eigene Interpretation, ne? Versteht mich nicht falsch. Aber mit den Dokumenten, bestätigten Dokumenten von der FBI, sich diese Sachen anzuschauen und dann zu sagen, ja, das ist doch ganz normal. Bitte geh weiter, weißt du, was ich meine? Tschüss, hau rein. Leb weiter in deiner Blase, ist okay. Es ist okay, in deiner Blase zu leben. Aber das macht die Sache nicht besser. Das ist verrückt. Ja, und das war Komet Pizza, ne? Das war sein Profilbild. You belong to me. Dann küsst ein Mann, der aussieht wie von Ariel, die Meerjungfrau hier, Prinz, was weiß ich. Küsst Pizza. Okay. So, Pizza aufgeschnitten. Delivery Boy bringt Pizza und eine Pussy da unten, weißt du, was ich meine? Eine Ho-Pussy. Dann hier so Bilder von jungen Teens in ihren Zimmern mit so ganz komischen, perversen Postern an der Wand hängen. Die haben nur Schlüpfer an, essen Pizza und da hinten ist so ein ekliger Mann, der schaut durchs Fenster und guckt, was die jungen Teens so tun, ne? Dann hier natürlich, dass Komet Pizza auch kindergerecht war, ne, oder ist. Könnt ihr auch da anschauen. Hier die Bilder an der Wand. Weißt du, da gucken Kinder. Schaut euch das mal an. Das ist doch nicht normal. Da ist ein Kopf. Da ist eine Frau, die hält einen Kinderkopf, weil es ist so ein kleiner Kopf. Ich sag Kinderkopf dazu. Dann haben wir hier andere Männer, die da irgendwas machen. Und die Kinder sind voll perplex und gucken sich dieses Wandbild an, während die Ping-Pong spielen. Ping-Pong ist ein wichtiges Wort, ne? Ping-Pong bedeutet halt auch immer, dass da so ein bisschen Ping-Pong spielen geht, ne? Und jetzt kommen die legendären Facebook-Posts. Und danach könnt ihr sagen, was ihr wollt, okay? Danach schließen wir das Thema. Jeder kann denken, was er will. So, das sind die Musikgruppe, die er mag. Und Heavy Briefer, I Know Love. So, und das ist in dem Videoclip, da wird gesagt, ha, gross, what are you, a pedophile? Ja, und das sind die Posts, die er gepostet hat. Gönnt euch das mal. Das sind die Posts, die er gepostet hat. Einfach ein Kind angeklebt. Und Hintergrund ist Tischtennis, ne? Ein Tischtennisblatt, dann wisst ihr, das spielt sich alles in den Komet-Pizza ab. Hier sagt er, ich liebe Kinder. Da trägt er auch ein T-Shirt mit Ich liebe Kinder. Das ist hier von einer von den Podestan-Brüdern, der hat nämlich eine Skulptur an der Decke hängen. Ne? Die sind ja echt modebewusst, sage ich mal, ne? Voll, die wissen ja, was Kunst ist, aber das ist lustigerweise das letzte Opfer von Jeffrey Dahmer. Da hat Jeffrey Dahmer ja auch immer Kunstwerke aus seinen Opfern gemacht. Ja, und der lässt so ein Kunstwerk einfach von der Decke hängen bei sich. Vielleicht, weil er es kann, ne? Kann ja auch sein. Er kann das, er hat das Geld dazu. Oder aber er ist einfach nur genauso ein perverser, kranker Typ wie dieser Jeffrey Dahmer damals. So, andere Sachen natürlich hier. Richtig, interessant, Barack Obama spielt Ping-Pong. Ja, dann hat er so Posts von I'm a Slut for Life. Dann hier ein Raum in Komet Pizza. Ja, und dann schreibt Jimmy Comet nämlich, oh yeah, this looks fun. It's huge. Und der hat einfach da hat jemand in seinem Kommentarbox geschrieben Kill Room und Murder. Jimmy Comet schreibt Murder. Kill Room und Murder. Ja, wie man dann später herausgefunden hat, wurden diese Räume genutzt. Ich sag euch, das ist pure Wahrheit. Das ist einfach real. Und das passiert in einer fucking Pizzeria. Dann solche Posts hier, da masturbiert jemand und dann kommt Pizza raus dabei. Und überlegt euch, ne, das dürft ihr nicht vergessen. Diese Pizzeria ist ja für alle also altersgerecht, ne, für alle. Hier Jeffrey Dahmer 69 Style. Come visit me at the Komet Pizza. Dann zwei Gays, die einen anderen Gay einlullern, aber ist ja nur Pizza, ne? Dann will ich nicht reich werden. Wirklich. Dann kacke ich drauf, reich zu werden. Das ist für mich einfach nur verrückt. So, da haben wir jetzt nochmal
Pizzagate Part 5. Da haben wir Fred Burton, hat an Don Kuykendall geschrieben. Und das ist einer von Obamas Dings, ne? Obamas Leuten in seinem Kreis. Obama hat bestellt. Get ready for Chicago Hot Dog Friday. I think Obama spent about $65.000 of the taxpayers' money, also von den Steuerzahlern, flying in Pizza und Hot Dogs from Chicago for a private party at the White House not long ago. Assume we are using the same channels. Also, das war die Obama-Party. $65.000. Und was hat er bestellt? Pizza und Hot Dogs. Und das heißt Hot Dogs, ne? Hot Dog, Boy. Pizza, Girl. Cheese, Little Girl. Pasta, Little Boy. Ice Cream, Male Prostitution. Walnut or Nuts, Person of Color. Map, Semen, Sauce, Orgie, Soße. Das ist von Jerry Wayne, der hat das mal bei Twitter gepostet gehabt, 2016. Search all Podesta E-Mails for these keywords. Sucht alle Podesta E-Mails nach diesen Codewörtern. Wir exposen einen Child Sex Ring. So, Panda habe ich euch erzählt, was Panda heißt, ne? Das ist ja, hat ja was mit Dings zu tun, mit Kaninchenblut, ne? Andro. Jimmy Comet postet natürlich hier, wie so ein Arsch offen gehalten wird, so. Ne, ist ja ganz normales Bild. Kann man ja auch posten, bei Insta kann man posten, gar kein Problem. Hier Joshua, das ist der Bartender, ne, Barkeeper, der postet auch solche irgendwas mit Pizza. Seaboat Lear, das war ein Mitarbeiter von Comet Pizza. Er schreibt bei dem Bild: Need this, want this, Baby, Pasta, Gay Baby, Ginger. Und das Illuminati Card Game, ne, habe ich schon mal darüber geredet auf TikTok. Kam 1995 raus. Das war ein Kartenspiel, so wie Magic oder wie Yu-Gi-Oh! So mäßig. Oder wie Dungeons and Dragons. Und die Karten hatten komischerweise voll viele Verschwörungstheorien, ja, als Karte, die dann wahr geworden sind. Könnt ihr selber gucken. Illuminati The Card Game von 1995. Da findet ihr diese Karte. Pizza for the Secret Meeting. Hier Jimmy Comet. Happy End. Bring your date. Trick. Awful boyfriend to commit. I get, ja, shit-faced. I'll be way romantic. Or your future ex-husband. I love this. I'm recreate this pic. Fragezeichen tonight. James Alefantis, die Aufzeichnung, wie oft der zum White House eingeladen worden ist, während Obama Präsident war. Der hat einfach nur ein Restaurant, der ist Restaurantbesitzer und wird so oft zum Weißen Haus eingeladen. Da haben wir hier Raw Fisher. The Washington Post, guck mal, das war sogar in der Washington Post drin. Outdoor seats at pizza place will mean rapes and murders. Ja, ne, das hat er schon geschrieben. Von wann ist das? Kann man das nachgucken, von wann das war? Keine Ahnung, von wann das war, aber er hat es schon geschrieben. Bei Komet Ping Pong passieren schlimme Sachen. So, und so sehen dann die Partys aus, ne? Alle spielen Ping Pong. Hier haben wir nochmal die Bilder im Hintergrund. Das ist ja, weißt du, alles so toll und es sieht ja auch so gut aus. Guck mal, wie das aussieht. Das sieht aus wie Scheiße, dieser Ort. Und hat so viele Gäste. Da muss die Pizza ja ziemlich gut schmecken. Ne, so wie dieser Typ. Ja, hier haben wir natürlich Play, Eat and Drink, ne, PEDs. Das sind die Symbole für Besta Pizza. Besta Pizza ist genauso eine Pizzeria, die sind alle nebeneinander gewesen, okay? Ihr müsst euch vorstellen, das ist so wie du gehst eine Straße lang, da sind 5 Dönerläden. Aber alle Dönerläden arbeiten zusammen mit diesen Symbolen, ne? Besta Pizza hat das Boiloff-Logo direkt sogar im Dings drin gehabt, in ihrem Logo. Dann hier Play, Eat and Drink ist das Schmetterling. Könnt ihr sehen, ist perfekt. Schmetterling. Child Lover. So, Langnese-Zeichen hier. Von Beyond Borders. Beyond Borders. Charity Focus on Haiti. Funded by Clinton Foundation. Die haben dieses Zeichen.
Die haben dieses Zeichen benutzt für die Foundation von Hillary Clinton, damit die Haiti-Kinder schützen oder nach Amerika bringen. Jungs und Mädels, ja, ne, ich muss überhaupt nichts mehr sagen, oder? Dass man das so totgeredet hat, dieses Thema, und ich durfte mein TikTok-Video nicht mal veröffentlichen, weil da Desinformation drin steckt, ist verrückt. Das ist einfach fucking verrückt. So. Also, wisst ihr jetzt, das war's. Das ist der Pizzagate-Skandal. Natürlich könnte man jetzt noch tiefer gehen, da gibt's noch richtig schlimme Bilder und alles, aber auf die will ich jetzt nicht, weil das ist wirklich krank. Also diese Bilder sind wirklich krank, aber jeder, der auf Odyssey geht, Pizzagate anguckt, manche Videos dauern 1 Stunde, manche Videos dauern 3 Stunden, je nachdem, ob ihr interessiert seid oder nicht, könnt ihr gerne reinschauen. Das ist jetzt nur die Pizzagate-Story. Es gibt über 100 verschiedene Verschwörungstheorien rund um Hillary Clinton. Vielleicht sind 3, 4, 5, vielleicht sind 60 davon unwahr. Aber es kann nicht sein, okay, dass wir uns jetzt das hier angeschaut haben, dass man nicht denken könnte, okay, vielleicht ist da ja was im Busch. Und wenn es in Amerika ist, dann könnt ihr euch zu 100% davon ausgehen, dass es auch in Deutschland passiert. Das war's, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Einfach mal reingehen bei Odyssey, Pizzagate, eingeben. Da könnt ihr euch die Videos anschauen. Dann habt ihr noch ein viel größeres Verständnis von diesem ganzen Thema. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einführen in diesen ganzen Skandal, der wirklich krass und beschämend ist, traurig ist, widerlich ist. Es gibt kein Wort, welches diesen Skandal beschreibt und auch mit welchen anderen Skandalen sich diese überkreuzen. Das ist wirklich verrückt. Ansonsten seid kritisch, ihr wisst Bescheid. Äh, Gerne mal auf TikTok gehen, gerne auf diesen YouTube-Kanal abonnieren, folgen, kommentieren. Ihr könnt alles schreiben, was ihr wollt. Ich gucke mir die Sachen an. Hat mich gefreut und wir sehen uns zum nächsten Mal.